Herzlich willkommen bei OS Datensysteme. In diesem Video zeigen wir Ihnen aus unserer leistungsstarken Produktpalette die Neuerungen des Moduls OSD Corpus Plus. Ihr Anliegen ist es, einen Trempelschrank, sprich den Schrank in der Schräge nach hinten, zu konstruieren. Im Navigationsbereich Corpus geben Sie Höhe, Breite und Tiefe an und wechseln dann in die Definition Seitenansicht mit Schräge nach hinten. Dadurch wird dieses Fenster Definition der Seitenansicht mit Schräge nach hinten bearbeiten aktiv. Im geöffneten Fenster können Sie nun die Definition über die Korpusmaße definieren oder über die Nischenmaße. Die Korpusmaße geben wir in diesem Beispiel vor, und zwar die Vorderkante und die Tiefe. Den Abstand zur Wand und der obere Boden rechnet das System automatisch aus. Das heißt, Winkel und/oder Außenmaße des Korpus müssen definiert werden. Durch die gewählte Definition Korpusmaß werden Blenden und Sockel berücksichtigt. Sollten Sie Definition der Nischenmaße wählen, müssen in diesem Fall für die Konstruktion des Schrankes die Abstandsmaße zur Wand eingetragen werden. Die Abmessungen des Korpus werden anhand dieser Maße automatisch berechnet. Die Schräge wird durch die Angabe der Höhe vorne, hinten und der Tiefe definiert. Alternativ kann auch direkt der Winkel angegeben werden. Dies ist entweder im Intervall von 0 Grad bis 90 Grad oder von 90 Grad bis 180 Grad möglich. Für das Absetzen in OSD Spirit haben Sie die Möglichkeit, Wandbauteile zu erzeugen. Das sind die beiden grauen Teile hier. Ist der Haken gesetzt, werden die Wandbauteile entsprechend der Höhe, Breite und Tiefe des Korpus miterzeugt und in der Spirit-Zeichnung als Polygonplatte dargestellt. Die Stärke der Wandbauteile kann über das Eingabefeld angegeben werden. Das gleiche gilt für den Boden. Dann wird mit diesem Abstand in Spirit ein Wand- bzw. Bodenbauteil erzeugt. Wir verlassen jetzt hier die Definition der Seitenansicht und begeben uns in den Bereich Deckplatte. Ist der Haken Deckplatte erzeugen aktiviert, haben Sie mit dieser Checkbox die Möglichkeit, die Deckplatte hinten abzuschrägen. Das Ergebnis wird im O2C-Fenster angezeigt. Deaktivieren Sie nun die Deckplatte und wechseln Sie im Navigationsbereich zur Konstruktion. Rechts unten haben Sie nun die Auswahl ohne Deckel und Deckel an der Hinterkante schräg. Das Ergebnis wird im O2C-Player angezeigt. Wie in Corpus Plus üblich, können Sie mit der linken Maustaste die Art der Gärung auswählen. Also soll der Boden durchgehen, die Rückwand durchgehen oder das Ganze auf Gärung sein. Gehen Sie nun auf den Navigationsbereich Korpusfelder und fügen Sie hier eine Rückwand ein. Mit Klick öffnen Sie den Rückwand-Bearbeiten-Dialog. Wählen Sie nun Rückwand stumpf aufschlagend. Jetzt kann die Checkbox Rückwand an der Oberkante schräg aktiviert werden. Bestätigen Sie mit OK. Wie Sie sehen, wird hier die Oberkante abgeschrägt. Zurück in den Navigationsbereich Korpusfelder wird ein Fachboden eingefügt. Dieser wird markiert und als Konstruktionsboden definiert. Nun haben Sie hier die Möglichkeit, diesen Boden einzurasten. Der Boden springt somit an die Rückwand. In der Schräge oben können Sie noch einen Fachboden hinzufügen. Diesen selektieren. Dadurch besteht die Möglichkeit, den Fachboden hinten abzuschrägen. Dies sehen Sie über Kontextmenü, Darstellungsmodus, Drahtgitter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite www.osd.de.